sitzt sehr angenehm hier drin in dem Auto. Mehr als das angenehm, um ehrlich zu sein. Du musst hier rechts. Rechts, ja, der ist ganz rechts drüber. Rechts hier am Parkhaus direkt rechts. Ich glaube, wenn du jetzt meinen Gesichtsausdruck auf Video hast, ist es lustig. Ja, hab ich, da. Das 50 durch die Kurven, als ob es ein Kind in 3 wäre. Ja, ihr müsst irgendwie mitkommen hier, in diesem Schlachtschiff. Ich glaube, die Jungs machen schon innerlich ihr Testament fertig. Ist schon fertig. Mal den Soundcheck machen. Wir sitzen super bequem. Das macht richtig Spaß. Nee. Also das ist Wahnsinn. Ich werde Also hier vorne auch. Fernsehen gucken. Ist fantastisch. Jedes Mal, wenn ich in eine Kurve reinfahre, stützt der mich dabei. Ja, ich merke das auch hier. Ich habe ja noch Twix und Cola. Ich glaube, das würde mir bei Sophias Farbe gehen, dass ich gut bekomme. Ich weiß nicht, ich will es nicht ausprobieren. Aber Sophia, du hast doch Spaß in dem Auto. Also es ist bequem, aber es ist, du merkst halt schon, dass du weit hinten im Auto sitzt. Gemütlich ankommt. Die Verarbeitungsqualität ist der Wahnsinn. Also das ist wirklich absolut spitze. Ja, geh mal hier Treppe runter, im Keller. Da kannst du dann... Unter dem Auto, aber... So, aber hier ist, warte mal. Hier doch. Da kannst du bestimmt einen Weinkühlschrank bestellen oder Champagner. Ja, Solarium gibt es bestimmt auch hier drin. Guck mal hier, die Burmester, Subwoofer hier oben dran, also ist schon Wahnsinn. Also auch Fernsehen, die Sitze hinten sind so komfortabel wie mein Fernsehsessel. Spitze. Ich war aber positiv überrascht von dem GLE gerade. Ja, für ein SUV ist Der das schon... fuhr sich besser als der AMG GTS. Ehrlich? Ohne Scheiß. Wirklich. Also das Ding hat mich wirklich gerade umgehauen. Obwohl das ein relatives Dickschiff ist, ne? Ja, aber das merkt man da drin gar nicht. Aber das ist schon nicht schlecht hier. Also allein dieses Bedienkonzept mit den Sitzen und alles. Also Wo hast du das denn her? das lag hier rum. Du kannst auch, hier gibt es noch so ein zweites Ding. Da kannst, nee, also das ist für beide. Und hiermit kannst du anscheinend deine... Aber das Auto sieht schon von innen sehr luxuriös aus, ne? Wenn man sich mal so die die Verkleidung von den... Ja, alles Leder, Carbon und dann dieses Leder hier. Ja, ich glaube 3 Liter. 6-Zylinder auf jeden Fall. Alle überlebt? Alle überlebt. Das ist ein Traum. Und jetzt keinen Bock hast zu fahren. Ich glaube, wir setzen mich da gleich nochmal hinten rein. Also die S-Klasse 63 ist innenoptisch ein Traum. Man sieht schon die ganze Art und Weise, wie das Auto verarbeitet ist. Diese riesengroßen Displays, hier einmal ein Virtual Display, dann haben wir hier nochmal das riesige Navi. Dann hat das Auto eine Burmester Soundanlage. Sehr schön, was ich gerade gemerkt habe, wenn man den Sound ein bisschen lauter dreht, dann fahren diese kleinen Subwoofer hier. Kommt man so ein bisschen entgegen. Wenn ich stark in die Kurve gehe, merke ich das gar nicht in dem Auto, weil die Seitenlehnen mich super stützen, die Kopflehne ist super bequem. Guckt euch mal das Panoramadach an, welches blau abgetönt ist. Und wenn ich mich jetzt mal hier so reinlehne, fühle ich mich wirklich wie die nächste Präsidentin. Also das ist bequemer wie so ein Wohnzimmersessel. Man hat alles, was man braucht. Man hat absolute Beinfreiheit. Also ich kann die Beine wirklich fast komplett ausstrecken. Ich bin zwar kein großer Mensch, aber selbst für große Menschen ist hier unglaublich viel Platz drin. Fernbedienung für die Fernsehgeräte hier vorne. Es gibt hier alles Mögliche. Sitzheizung, Sitzbelüftung, Massage, Sitz. Platz ist hier ohne Ende. Das Auto ist wirklich nur für puren Komfort und da erfüllt es wirklich alle Punkte, die ein Auto haben muss. Das S-Klasse Cabrio ist jetzt da. So, S-Klasse 63 Cabrio. Virtual Cockpit, ein großes Navi, Head-Up-Display. Die
Sitze fühlen sich schon wesentlich sportlicher an. Wir haben jetzt natürlich super Wetter erwischt. Gott sei Dank, dass man offen fahren kann. Trinken Sie das macht sie schön. Ach, passt schon. Also wer danach noch irgendwie schön ausgehen möchte, nein, macht das verdeckt zu. Also mein Resümee zum S63 Cabrio. Ein sehr komfortabler, sportlicher Wagen. Trotz dessen, dass es schon relativ kalt draußen ist, bin ich nicht am Frieren, weil man doch wirklich sehr windgeschützt ist. Das Auto sieht innen wie außen sehr luxuriös aus, ist einfach ein Hingucker. Jetzt fahren wir den C63, das T-Modell. Da bin ich jetzt auch mal drauf gespannt. Kombi würde für mich persönlich niemals in Frage kommen. Aber ich lasse mich ja immer gerne überraschen. Jetzt sitzen wir in der C-Klasse, in der C-Klasse Kombi, C63 Kombi. T-Modell. T-Modell. Jetzt wird es wieder interessant. Das ist wirklich ein Auto, das macht richtig Spaß. Es ist super sportlich, geht sofort ab, es ist super direkt und das ist absolut mein Fall. C-Klasse. Also wer Fahrerlebnis haben möchte, der braucht eine C-Klasse. Einfach ein geiles Auto. Ja. Macht mir von den bisherigen auch am meisten Spaß. Das T-Modell vom C63 hat mich wirklich aus den Socken gehauen. Fahrspaß garantiert bei dem Wagen. Super sportlich, lässt auch mal leicht spielerisch zu, dass man durch die Kurven so ein bisschen driften kann, wenn man im Sport Plus Modus fährt. Ich switch jetzt mal weiter zu dem Coupé. Optisch ist das ja mein Lieblingswagen hier. Da der eventuell auch potenziell für mich in Frage käme, bin ich jetzt mal auf den auch ganz gespannt. Ja. Hört euch das an. Ich werde den jetzt gleich mal ein bisschen treten und gucken, was der so alles zulässt. Super direkte Schaltung, Lenkrad mega griffig, schickes Head-Up-Display. Der hat auch eine Burmester Soundanlage drin. Komplett voll ausgestattet das Ding. Großes Panoramadach. DIN-Einheit ist hier auch interessant, das ist ein Touch. Wenn man mal auf den Display schaut, also es lässt sich wirklich per Touch hier bedienen. Soundcheck. Der geht total weg hinten, finde ich aber super. Im Sport Plus Modus lässt die C-Klasse schon einiges zu, was den Fahrspaß natürlich extrem erhöht. Und man merkt einfach die Power, die dahinter steckt. Last but not least sitze ich jetzt in dem SL63. Es geht auch schon direkt wieder los. Ja,
Mal gucken, was das Auto so zu bieten hat. Also der SL ist für mich persönlich besser wie die S-Klasse, also das S-Klasse Cabrio. Ich merke hier vom Fahrtwind schon mal erstmal gar nichts. Er lässt sich auch viel sportlicher treten, also das ist von der Sportlichkeit her ist der SL schon besser wie die S-Klasse. S-Klasse Cabrio ist natürlich komfortabel, ganz klar. Obwohl ich muss sagen, so großartig unkomfortabel ist der SL jetzt auch wieder nicht. Also mir gefällt super bei dem SL, dass der so richtig schön knattert, wenn er Zwischengas gibt. Dann hört man so ein richtiges, wie das Benzin so verbrannt wird. Geile Karre. Wenn ich richtig Gas gebe, also in den Kurven, merke ich schon, wie der wegschlittert. Macht mir richtig Spaß. Geil. So, mein letztes Resümee für den heutigen Tag. AMG GTS. Muss ich ehrlich gesagt sagen, wirklich ein wunderschönes Auto. Hat mich persönlich nicht so überzeugt, wie ich gedacht habe. Da fand ich die C-Klasse oder sogar den GLE tatsächlich besser. SL63. Super Teil. Der Sound ist einfach bombastisch. Komfort, Sportlichkeit, alles mit drin. Für mich persönlich mit eines heute auch der Autos, die mir am meisten Spaß gemacht haben. Das war mein absoluter Favorit heute. C-Klasse Coupé, super Optik. Die Schaltung ist wirklich super direkt. Sport Plus, der Sport Plus Modus macht einfach mega Spaß. Ja, S-Klasse Cabrio. Da teilen sich meine Meinungen so ein bisschen. Wer ein komfortables Cabrio sucht, ist hier an der richtigen Stelle. Von der Sportlichkeit her hat mich tatsächlich wirklich der SL mehr überzeugt. Wenn ich jetzt mich fahren lassen würde, würde ich kein anderes Auto nehmen, außer die S-Klasse Limousine. Hinten ist ein Fernseher, Massagesitze, super viel Platz. Beim Fahren bewegen sich die Seitenlehnen mit, das heißt, man spürt eigentlich gar nicht so richtig, wie schnell man durch die Kurve fährt. Also von der Bequemlichkeit her bekommt dieses Auto hier von mir eine 1+. Wenn ich selber fahren würde, würde ich mir die Limousine nicht zulegen, da die mir doch zu komfortabel ist und zu wenig sportlich. Also da fehlt mir dann doch schon so ein bisschen die Sportlichkeit, der Sound, was man dann tatsächlich bei dem Cabrio dann doch wieder mehr hat. Der GLE 63S hat mich persönlich positiv überrascht. Ich habe mich in das Auto reingesetzt, bin vom Parkplatz losgefahren. Ich habe kaum das Gas berührt und das Auto ging ab wie Schmitzkatze. C63S T-Modell, auch super geil. Also ist vom Fahrverhalten zu vergleichen mit dem Coupé. Also ich muss sagen, mir hat definitiv der SL63 und der C63S Kombi am besten gefallen. Die beiden Autos haben wirklich am allermeisten Spaß gemacht. Die PS waren einfach super auf der Straße umzusetzen. Also wirklich einfach klasse. Performance-technisch muss man sagen, AMG GTS nicht so kompromisslos wie erwartet, muss ich sagen. Also ich freue mich jetzt auf AMG GTR, um einfach da mal einen guten Vergleich zu haben. Klangtechnisch AMG, da muss man einfach den Hut ziehen. Muss man einfach sagen, ist wirklich klasse und neue C63 Coupé ist gigantisch. Also das Auto macht sehr viel Spaß, ist agil, ein bisschen eingeschränkt durch die Helferlein wie Auffahrassistent, der halt eben ständig piepst, wenn man mal ein bisschen näher auffährt. Ansonsten wirklich klangtechnisch und sonst performance-technisch muss man sagen, es ist ein sehr gutes Auto. War rundum ein schöner Tag. Cooler Tag mit Freunden, das war's. John, du bekommst doch auch einen GTR. Ich wollte das nicht aufs Video.